Wir sind jetzt hier bei Dennis. Wir haben Kaffee bestellt und ein richtig großes amerikanisches Mittagessen. Ja, schaut euch mal diese Kaffee an, das ist auch wieder richtig amerikanisch. Der ganze Becher. Americano. Ja, es ist schon nochmal ein richtig gutes Essen. Ne? Ein richtig gutes amerikanisches Essen. Das schmeckt echt schlimm. Jetzt sind wir am Messegelände im Hotel und schauen nochmal, dass wir die Tickets bekommen. Dann geht's los. So, jetzt sind wir hier bei der SHOTSHOW. Hier gibt es Waffen über Waffen, Räume über Räume mit Waffen. Waffen, die montiert sind auf Fahrzeugen, Fahrzeuge mit Waffen. Alles, was man sich so anschauen will und sonst nicht wirklich einen Zugriff drauf hat. Das ist zum Beispiel hier eine Ohio Ordnance, ja, mit dem fetten Schildikon, Sight und 308 Patronen. Da geht schon was weiter. Und hier haben wir eine klassische Browning H2 M2 HW. Ja, 50 BMG. Braucht jeder. Absolutes Essential. Da freut sich jeder, wenn man die am Skistand mitbringt. Außer die Leute, denen der Skistand gehört. Ja, wenn eine nicht genug ist, dann brauchen wir einfach zwei Browning M2. Kringel, Kreuz. Mit einem roten Punkt davon. Sehr lässig, sehr lässig. Braucht man. Das sind die M249 Sau. Das ist ein bisschen einer aufgepimpten Variante. So ultra kurz. Cool. Sehr, sehr interessant. So, wir sind jetzt hier am Stand bei Freedom Arms. Freedom Arms ist ein Hersteller, der sich auf vor allem Single-Action-Revolver spezialisiert hat. Wir haben die auch einmal vor einiger Zeit im Geschäft gehabt. Sind sehr schwer zu bekommen, werden auch in Handarbeit hergestellt. Also ist, was Single-Action-Revolver angeht, eine der feinsten Sachen, die man bekommen kann. Also das merkt man einfach hier. Sehr, sehr eng gepasst. Das läuft wie ein Uhrwerk. Gibt es auch mit Zielfernrohr. Das ist ein Zielfernrohr für Handfeuerwaffen. Wenn ich auf die Liste einfach durchsehe, dann passt auch der Augenabstand. Normalerweise muss man bei Scharfschützengewehr Zielfernrohren immer so nah rangehen, aber bei dem ist das genau abgestimmt. Genau. Schaut auch sehr interessant aus. Das ist eine Kipplaufpistole. Kaliber 223 Remington. Also mehr eine Gewehrpatrone. Wahnsinn, wie fein das läuft auch. Also mit Sonnenstift. Ja, sowas sieht man bei uns sehr selten. Schön. 9mm carbine. We call this the classic because the first gun that we made in 1995 was a model 995, and it looked just like this. These guns are the newer versions with different stocks and more Picatinis, but this is the base model that we come out with in 95, and we're making it again. Is it still made in China? They never were made in China. Never? I thought they were made in China. Every part of that gun is made in Ohio except the front sight, and that's made in Pennsylvania. Oh, interesting. Yep. We injection mold our own stocks. We have our own CNCs. We button rifle our own barrels, and we put them together there too.
Yep. 100% US made. How much does this retail for? Retail, $299. $299. Yep. Also 299 With a lifetime Dollar. warranty. So we've been making guns for 40 years. And if you own one of our guns, if you owned the original, like serial number 2, and it broke, we'd fix it for free. Yep. Is it a common misconception that the high point are made in China? Well, common misconception that high points aren't made in the U.S., but they've always been U.S. made, 100%. I want to take a look at the pistol. Yes. Okay, so it's not as pretty, and it doesn't have as many bells and whistles, but it does the same thing. It shoots a bullet accurately. Okay, so originally, not this model, but this is very similar. We just engraved it, right? Yeah. So this gun we've been making since about 1987. Okay, 9mm, single stack. All right. Last round lock open. Okay, like many European guns, you have to drop the magazine and rack the slide. Okay, because it doesn't have a mag release. Yeah. All right. That's cost-wise. We reduce the cost that way. Polymer frame, 4140 alloy steel barrel. All internal parts of the slide that have pressure have 4140 steel cage around them. Okay, Zamac slide. Zamac. What's that? Zamac 3. It's a zinc alloy. Okay, aluminum, zinc. So since it's soft, we have a cage inside that supports the pressure. Okay, and because it's a blowback gun, meaning the barrel doesn't move, right? Oh yeah. It is not a delayed blowback, so it's a true blowback gun. The barrel, the weight has to be in the slide to slow it down so it'll work properly. Okay? That's why it's so big. That's why it's so big. That's why you have the weight. So this is the original 9mm that we've been making since '87, and this is the 9mm we just came out with to replace this one. So it has a Picatinny rail, threaded barrel, running Glock style front sight. You can put a Glock sight on this. Replaceable rear sight cage. You can put a red dot on it. We have a little bit more safety in the gun with a back strap safety, and double into single, so they're shipped with 10-round mags, and then you can buy higher capacity mags. How much is a high point in the U.S.? In the U.S., that gun you're holding is under $200. This one's about $230 to $240. Die hat auch ein Gewicht ordentlich. Oh ja. So, not fancy, very utilitarian, okay? It's kind of like a cheap shovel and an expensive shovel. They both dig dirt, but one's just a little easier, you know what I mean? So, Thank you for showing us. enjoy the show. With this, Yeah, one you're shot done. of this is Yeah, done job. I would think. Yeah, for hunting, most animals. So, wir sind jetzt hier am Stand von Waffenausstellung. Waffenausstellung, die bauen sehr interessante Waffen, bauen auch die moderne Thompson und die derzeitige Desert Eagle. Die haben wir jetzt hier in allen möglichen Variationen. Das wäre so eine blaue mit goldenen Elementen. Das ist jetzt eine 50 Action Express. Das ist das größte Kaliber, das die Desert Eagle baut. Das sieht man auch im Magazin. 7 Schuss, richtig dick. Actually, it didn't came from South America. It came from, I guess, Indonesia or like somewhere this in wild South pig is not Das sind American seine native. It came from japanische Variante, würde ich schätzen, mit so einem Schwert. Iron Monkey. Und dann haben wir eher die klassischen Desert Eagles and I believe you got mit it. Schienen. How can you live without a creature like that? Yeah, no. Kid or even us. Ja, ist cool. in our state we still Schauen wir uns die anderen Sachen von Karl an. Also die bauen ja auch die modernen Thompsons, quasi eine Retro der Originalen.
Das ist das ist nicht die Weltkriegsversion, das ist die davor, die Al Capone Thompson. Das ist jetzt die Trump-Version. Also die klassische Chicago Typewriter. America. There's like no. Also, das sind so Lehmscheiben, Schussmaschinen. Gute Sachen. So, wir sind jetzt hier am Stand von Taurus. Das ist ein Raging Hunter im Kaliber 460 Magnum. Also das ist ein bisschen kleiner als 500 Smith & Wesson, aber immer noch ziemlich fett. Ja, der ist einfach so Taurus, was Revolver angeht, ist so ziemlich wie... Mir kommt das immer so vor wie diese amerikanischen Pickup-Trucks, die so riesengroß sind. Die schauen halt urspektakulär aus. Und so schaut das irgendwie auch bei Taurus aus. Mit der fetten Mündungsbremse da, Schienen, doppelte Sicherung für die Trommel. Das sind die Taurus Judge-Modelle. Also Judge, das war die Revolver-Serie von Taurus. Hey, Moment mal, da steht aber Public Defender. Ja, Public Defender ist die kleine Version vom Judge. Ah. Ja, also die Judge-Modelle waren immer mit der ganz langen Trommel, wo man 410 Schrotmunition reintun kann. Das ist wie eine ganz kurze Schrotflinte mehr oder weniger. Ja, die haben hier alle Modelle da, was recht lässig ist. Auch zum Beispiel dieses, ja, weiß nicht, das ist dann schon eine kurze Schrotflinte. Oder diese Polymer-Versionen. Schlimm. Jetzt hier am Stand von Sasil Mas. Das ist auch eine türkische Marke, ähnlich wie Canik. Haben die auch in letzter Zeit sehr viele interessante, modernisierte Pistolen gebaut, zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Zum Beispiel die hier. Das ist wie eine CZ 75, wie eine Shadow 2. Vom Preis her $800 Retailpreis in Amerika. Also schon ein Hammer, wenn man bedenkt, dass so eine CZ mittlerweile 1400 bis 1800. Schon cool. Voll Stahl, schaut auch sehr hochwertig aus. Schulterstock. Guter Abzug. Ja, ist cool. Oder jetzt auch diese Polymerpistolen da hinten. Schaut auch cool aus. Red Dot Card. Ja. Abzugstechnisch muss ich schon sagen, sind die Canik besser. Der kriecht ein bisschen. Aber wenn man bedenkt, dass diese Pistole Retailpreis in Amerika $400 kostet, das kann man schon verzeihen. Ist schon sehr cool, was man für das Geld bekommt. Die schaut ja sehr spannend aus, ne? So richtig psychedelic Rainbow. Kleine Uzi. Muss man einfach machen, wenn man eine Uzi hat. Es gibt hier noch immer zombie-grüne Flinten, falls es doch einmal dazu kommt, dass wir endlich unsere Zombie-Invasion bekommen. Ich glaube nicht. Wir sind jetzt hier bei Impala Plus. Ich habe vorhin gedacht, das heißt Inshallah. Also mit der Flinte ist man sicher sehr auffällig am Skistand. Das war sicher das Gespräch bei so einem typischen Jagdskistand. Da ist man dann schon da draufgegangen. With the thumb rest, puts the optic up onto the slide.
and the larger magazine well, and the 22-round magazine. It's a big magazine. Yes. That's crazy. This setup now, this is what we do. All that to say, reach out to us. I'm just more on the like customer service side of things, but I absolutely can play both. And I do represent Austriaarms, coole Marke. Is it like 30 rounds with 30 or 6 is pretty Yeah, crazy. this is a 30 round, 30 ounce 6 magazine. It's close to a pretty heavy. Yeah, it's got a little bit of weight to it, but compared to BAR, So the original one Oh, is yeah. much better. Quasi modernisierte Bars, FM-Bars, so kennt man aus dem Zweiten Weltkrieg, das haben die Amerikaner gehabt. Schon recht lässig. Ist natürlich auch eine Riesenpatrone, original 3006. Damit geht man heutzutage auf Wildschweine jagen. Ist ein ziemlich dickes Böhnchen. Original. So haben sie die Amerikaner im Zweiten Weltkrieg auch gehabt. Das Ding ist unglaublich schwer. Also das hat schon ein Gewicht. Ne? Das sind hier die Nighthawk Custom 1911 Modelle. Nighthawk Custom, amerikanischer Hersteller, 1911 Pistolen, machen alles von Hand. Ein Büchsenmacher macht quasi eine ganze Pistole bei denen. Also das ist absolute High-Class, verarbeitungstechnisch. Merkt man auch, die laufen sehr schön. Hier. Klick. Hier mal. Eine schlanke, sehr kompakt. Mit diesen, schaut fast aus wie Stein. Die geht leicht zum Repetieren. Die hat anscheinend irgendeine spezielle Feder drin. Ich kann mich erinnern, wir haben die vor einiger Zeit im Geschäft gehabt und da habe ich mir auch gedacht, boah, die ist echt lässig. Das ist diese Nighthawk Custom Agency Arms Kollaboration. Also die schaut doch super schnittig aus. Mit einem Flat Face Trigger und diesen sehr, sehr modernen G10-Griffschalen. Das Serrations hier so. Und überhaupt die Verarbeitung. Das ist richtig saugend. Yeah, hey, I get it. We were burning the midnight oil last night as well. So Lanny was saying, the bluing on these screws, almost like a fire blue. Das ist dasselbe, ha? Das sind die 2011 Modelle, also zweireihiges Magazin. Sehr, sehr fein.
on, guys? My name is Zach, and I'm with Watchtower Firearms, and this is our new debut product right here called the Watchtower Apache. 1911 double stack, chambered in 9mm. Okay, this is obviously 416 stainless steel with a black graphite PVD coat that we do in-house at our facility in Houston, Texas. Okay, retailing right at $39.90. All right, we are planning to have this in production this year in 2024. It's integral compensated. That is correct. Awesome. It runs absolutely smooth. Very smooth. Pinky, slide. Very smooth. Yes, we do. Yeah, our facility is based in Houston, Texas. Awesome. Yes, sir. That's right. Well, thank you for your time. Of course, guys. You're very welcome. Thank you. It's a 10mm that we just made. It's currently unfinished state. It's waiting for the customer to choose the sight cuts and style of serrations that they want, and then we'll get it black nitrited or DLC, whatever the customer requests. It looks pretty cool, like it is to me. Yeah, Like- yeah. Yep. And it is possible to leave some of them unfinished. These are we do the slides in stainless steel as well. So all three of these slides are actually in stainless steel. Awesome. So we got finished guns over here, Yeah. and these are 2011s and 1911s. What's your personal favorite of all of these? Probably this one right here. It's got the tactical rail, full dust cover. This is our new external extractor model. We just recently ran one of these guns through an 11,000 round test. No cleaning. Yeah. It was oiled twice. Once at 4,000, once at 8,000, and it ran flawlessly. And that's a 9mm, yeah. Yep, this is 9mm. Most of the stuff I have on the table is 9. I do have a 10 here from 45 ACP 1911 single stack here. Okay. Classic style, more or less. No? So, and then we have a new front interchangeable trigger system. So if you want to change the length or the style of your trigger shoe, so different shooters have different length fingers, so you can just quickly remove the trigger shoe, swap it out, and no need to fully disassemble the gun. Most 1911s and 2011s need to be completely disassembled to take out the trigger. So you can do it quickly. We'll sell the triggers as blanks. You can laser your own pattern or a mill on them. They're available in different lengths. We'll have flat profiles as well. Be cool. Thank you for your time. Yeah, thank you. Baby, I want your best. Place to be. Also falls ihr auch ein Bad von Munition machen wollt, einmal in eurem Leben, kommt zu SHOTSHOW, zu DKC Bullets. Ja, die haben solche Badewannen voller Munition, wo ihr euch reinlegen dürft. Ja. Echt klasse. Ja. Das ist die Flinte für den Joker, wenn man Jester maxen tut. So ist mir der Hof nah auf jedem Schild. Glockschlitten in fancy Fräsung mit Terrakottbeschichtung. Schaut recht spannend aus, ja? Yes, sir. How can we help? Eagle XL. Ivar Johnson Firearms 1911. 45. Schön, schön. Für schlappe 1841. 1841. Das sind Case, das ist ein Messerhersteller, den ich sehr cool finde. Die bauen schon sehr lange Messer, sehr oldschool vom Style her. Einfach super schöne, klassische Taschenmesser in Perfektion. Das ist sowas, was der Opa seinem Neffen
surviving on a Vererbt. TV show, 100 Finde ich. Days in Das ist the einfach super schön. Da gibt es tausende Modelle von den Griffschalen und allem. Können wir mal anschauen. Das ist so richtiges Sammlermesser. Ne? different seasons. He's the only one to survive. Der So these are their designs. Again, Süß. very specific. Don't tread on me. I don't know if you've seen, this is the Marilla. Der gefällt mir auch so gut. Really different designs here. Boy, this is the kinship. So if you go, no, I don't think, well, I don't know. When you go, take care of those movies. Der kann schon besiegen. All the time. It's good stuff. Wir sind hier mit Ethan Becker bei Kaba Knives. Er hat dieses Messer designt und er wird uns ein bisschen was darüber erzählen. Well, this originally this knife was designed by a guy named Hank Reinhardt. Hank and I collaborated on an earlier version with my handle and his blade. Hank knew more about kukri knives than almost anybody else in the world. He was probably the best designer of old blades. And the great thing about kukri is it doesn't really weigh very much. But because the weight's so far forward, if you do a snap cut, you can move chips. Yeah. Okay? The whole point of the bend is to present this part of the blade. That belly, that curve is what gets the job done. A lot of people think this is where all the action happens. I used to think that myself. Feel the weight. Sehr schwer am Kopf. It's very heavy on the head. Do it the way you would an axe. No, like this. Ah, like this. Like this. And it just absolutely. What a Gurkha prefers to do is to be behind you. And they don't go for the neck. They go right down the middle. Oh, I don't want to be behind a Gurkha. Me either.